Und zugeschaltet ist uns nun Ralf Thiele, Militärexperte und Oberst AD. Guten Morgen, Herr Thiele. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen natürlich auch über diese Vorfälle in der Ostsee sprechen, aber erstmal über Tag 1000 des Ukraine-Krieges jetzt. Wo stehen wir im Moment? Wie schätzen Sie die Lage ein? Wird uns dieser Krieg noch lange beschäftigen, vielleicht noch mal 1000 Tage? Ja, wir sind an einer schwierigen Wegscheide, so würde ich das mal nennen, wenn ich die Phasen ganz kurz wirklich nur Revue passieren lasse. Wir hatten am Anfang den schnellen Bedarf artikuliert, die Ukraine zu verteidigen, dass eben Russland nicht gewinnen kann. Dann ein paar Wochen später sozusagen mehr ambitioniert, Russland so zu schwächen in diesem Krieg, dass es nie mehr seine Nachbarn überfällt. Und wir sind so seit einer Woche dabei, in einer schwierigen Spagat, die Diplomatie jetzt endlich ins Spiel zu bringen. Auch Zelensky will sich darauf einlassen, Waffenstillstand im kommenden Jahr und zeitgleich jetzt eben die Freigabe weitreichender Raketen. Das heißt, dienen die jetzt der Diplomatie, steht hier eine Eskalation bevor. Das ist ein ganz spannender Zeitpunkt in der Geschichte. Die Ukraine definitiv erodiert, implodiert an ihrer Grenze. Sie gehen immerhin zurück an der Frontlinie, statt wie früher eben auf Teufel komm raus durchzuhalten. In Kursk ist das so ein bisschen ambivalent. Teile der Gebiete wurden verloren, aber im Augenblick sind die Ukrainer relativ stark da vor dem erwarteten Ansturm durch russische und nordkoreanische Kräfte. In den vergangenen 1000 Tagen, da hat sich auch die deutsche Unterstützung auf jeden Fall gewandelt. Los ging es ja mit den viel kritisierten, nur gelieferten Helmen. Inzwischen haben wir deutlich mehr geliefert, auch Patriot-Systeme und Ähnliches. Also wie würden Sie denn die Hilfen insbesondere Deutschlands einschätzen? Unstrategisch. Das mich besorgt von Anfang an, dass wir eigentlich gar keinen wirklich kohärenten Ansatz haben. Wir hangeln uns ja durch die Waffensysteme durch. Nicht? Leos, da haben wir am Anfang die Munition und die Logistik vergessen. Nicht? Dann kamen ein paar Marder dazu, die Artillerie natürlich, die wir dazu gemacht haben. Irgendwie ist bei uns immer dieser Wunderglaube, das nächste Waffensystem wird es richten. Deswegen jetzt sind alle Hoffnungen jetzt auf den Taurus bei manchen von uns eben gerichtet. So ist es aber nicht. Krieg ist etwas Hochkomplexes. Wir versprechen viel, das ist sozusagen europäischer Standard, auch deutscher Standard und halten die Hälfte, also weitaus weniger. Das macht es dann auch ganz schwierig für die Ukraine, weil sie sind immer in großer Erwartung und bekommen nur einen Teil erfüllt. Das ist ein schwieriges Thema und wir haben nach wie vor keinen wirklichen Plan, wie es weitergehen soll. Da haben wir 1000 Tage auch verloren im Nachdenken. Sie haben den Taurus eben angesprochen, den deutschen Marschflugkörper. Der Kanzler hat jetzt noch mal auch in Rio de Janeiro betont, nein, wir werden ihn nicht liefern. Aber ist er unter Zugzwang, weil US-Präsident Joe Biden ja immerhin noch bis 20. Januar 2025 im Amt die ATACMS aus den USA zur Verwendung auf russisches Kernland durch die Ukraine genehmigt hat? Naja, sein amerikanisches Pendant, der amerikanische Präsident, ist ja ebenso wie der Kanzler selbst sozusagen mit einer geringen Halbwertszeit ausgestattet, also nicht mehr lange da. Das heißt, die Blicke richten sich ja schon bei allen, auch bei Kanzler Scholz, auf die Zeit nach Biden. Was wird Trump machen? Da ist uns ja erstmal wichtig, dass Trump nicht über unsere Köpfe hinweg das Schicksal der Ukraine bestimmt. Denn am Ende des Tages werden wir mit den Ergebnissen solcher Besprechungen, Absprachen zwischen Trump und Putin leben müssen. Wir werden sie auch bezahlen müssen. Wir werden wahrscheinlich auch die ganzen Folgen bis hinein nach Deutschland spüren müssen. Also von daher bringt er sich hier in Stellung. Ich glaube, er sagte mir mal in einem Gespräch, das ist eine Frage des Charakters, diese Taurus-Zusage. Er bleibt sich da treu, er macht keine Zusage und versucht eher, sich jetzt diplomatisch ins Spiel zu bringen. So interpretiere ich auch seine letzten Aktionen. Nun, Herr Thiele, müssen wir auch sprechen über diese 2 beschädigten Datenkabel in der Ostsee. Alle sind besorgt in Helsinki und hier eben auch in Berlin im Auswärtigen Amt. Nun wissen wir nicht, es muss erstmal ermittelt werden, was da passiert ist, aber der Verdacht liegt eben nahe, dass das Ganze ganz bewusst beschädigt worden ist. Wenn Sie auf das schauen, was wir momentan wissen, wäre es denkbar, dass das eine Tat aus Russland möglicherweise gewesen sein könnte? Es gibt Grund zur Sorge. Man hört ja immer bei uns, was soll denn Putin noch machen? Er hat ja sozusagen schon alle seine Karten ausgereizt. Wir lassen eben die nukleare Karte immer bewusst außer Spiel. Aber es gibt eben auch eine ganz andere horizontale Ausweitung, die er machen kann, nämlich über hybriden Krieg.
tatsächlich findet der ja nun schon statt. Wir haben ja jetzt nach Anfang des Jahres Warnungen der Geheimdienste, das könnte passieren. Mitte des Jahres die Bestätigung bekommen, es passiert. Und worauf richtet sich hybride Kriegsführung? Zum einen auf die Zerrüttung von Staat und Gesellschaft, dann im Detail insbesondere auf kritische Infrastrukturen. Und da sind diese Kabel ganz, ganz wichtig. Also ich sage mal, das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn im Nachhinein das alles nicht stattgefunden hat und Russland keine Hände drin ist. Hybrider Krieg zielt allerdings über Stellvertreter. Das heißt, man hat immer vielleicht ein ziviles Schiff, das vergessen hat, seinen Anker zu liften oder solche Dinge. Nicht? So wird dann argumentiert. Aber generell sieht man die Russen überall, auch in Irland zum Beispiel, an der Küste, überall, wo Datenkabel und andere wichtige Verbindungen sind, sieht man russische Schiffe vorbeifahren und sich vorbereiten, uns, wie soll ich mal sagen, in das Dunkel der Nichtkommunikation zu stürzen. Also wir dürfen gespannt sein, was da alles noch kommt. Herr Thiele, wir danken Ihnen für Ihre Einordnung und für das Gespräch zum Tag 1000 des Ukraine-Krieges. Dankeschön. Danke Ihnen, schönen Tag. Sehr gerne. Ebenso, danke.